Allseits herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und das hier hinter mir ist das, worum es heute geht. Das DEKRA Kongresscenter in Waadt. Wir sind irgendwo im Schwarzwald, im Nirgendwo. Und hier findet die FKF Convention statt. Freundeskreis Kirmes und Freizeitpark e.V. Und die Convention ist ein großes Zusammenkommen. Und gestern gab es wirklich erstmal das große Zusammenkommen, das Come Together den Abend vorher. Das gehört nicht zum Programm, ist aber fast wichtiger als das Programm. Sag mal, wie komme ich da hinten jetzt? Ja, das will ich ja jetzt sehen, wie du das machst. Oh, komm, im Damensitz. Was ist hier drin? Früher hast du Rainbow-Flash getragen. Ich bin nicht mehr die... Und es gibt verschiedenste Vorträge und andere Dinge zu erleben, zu sehen. Und wir starten jetzt auch direkt mit Lutz Bayer von Aufwind Rides. Kennt ihr auch aus einigen unserer Videos. Und das wird der erste Vortrag gleich sein. Aber erstmal sammeln sich alle, checken ein und starten mit der FKF Convention 2026. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, das ganze Team freut sich sehr, dass wir das machen können, dass ihr alle da seid. Ja, super geiles Event übrigens für die Offseason. Wie man sieht, das Wetter ist jetzt nicht so hervorragend. Aber wir haben den ersten Vortrag von Lutz Bayer gerade gehört, der zur Geschichte von Aufwind Rides viel erzählt hat, viel gezeigt hat und Einblicke gegeben hat auch in das, was dieses Jahr neu kommt. Und natürlich gab es auch von Thorsten Eden und Sven Lakemeyer die Begrüßung zur Convention. Wir haben jetzt die Pause, gibt einen kleinen Zwischensnack, unglaublich geiler Snack. Wirklich sehr, sehr cool. Und auch das DEKRA Kongresscenter hier in Waadt ist wirklich nice. Also das Hotel ist cool, Frühstück war super, gestern Abend war mega und auch die Location so ist sehr, sehr, sehr cool für das, was wir hier machen. Und jetzt gleich wird es spannend. Es geht nämlich mit Ralf Datotzky weiter, Gründungsmitglied vom FKF und ja, ein Urgestein. Also ich bin offiziell kein Urgestein. Unser langjähriges Mitglied, unser Gründungsmitglied. Und immer sehr krasse, spezielle Themen, die so tief ins Detail gehen, dass ich das gleich auf jeden Fall für euch nicht zusammenfassen kann. Aber mal gucken, was ich erzählen kann. Veranstaltung Ralf, nächstes Jahr so gleicher Zeitraum, hättest du Lust, Zeit? Wenn das nicht wieder am Arsch der Heide ist. Leute, jetzt hatten wir einen Ralf Datotzky auf der Bühne. Unfassbar kurzweiliger, spannender Vortrag wieder. 1,5 Stunden. Der hat nämlich von der letzten Convention noch einen Gutschein gehabt mit extra Redezeit. Die wurde auch genutzt. Es gab erstmal ein wildes Potpourri aus verschiedensten Projekten, die Ralf im letzten Jahr so bearbeitet hat. Mit zigtausend Twists nochmal drin. Und am Ende hat doch wieder alles zusammengepasst. Plus nochmal einen weiteren Ausblick auf eine zukünftige, sehr große reisende Achterbahn in Deutschland. Und wir haben schon das erste On-Ride-Video davon gesehen. Also das Ding funktioniert und fährt und bekommt gerade in China alles eingebaut und kriegt dann demnächst bald da den TÜV und dann wird das alles lackiert, rüber geschifft und dann geht es in Deutschland weiter. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon mal verraten. Der Rest noch nicht, super spannend und alles so gut durchdacht, was Layout angeht. Und genau, das hatten wir jetzt. Dann gab es Mittagessen, auch wieder sehr gute Qualität und es funktioniert wunderbar hier. Und das nächste ist dann Thorsten Schmidt. Und zwar der ist von Maurer Rides und der wird nach der Pause am Start sein. Genau, bei Pause habe ich das erwähnt. Ja, Mittagessen, das impliziert das, glaube ich. Und wird über Maurer Rides was erzählen. Und die Neumitglieder, die das erste Mal jetzt hier zum Beispiel bei der Convention sind und ein neues FKF-Mitglied sind, die haben gleich so ein kleines Meeting, wo die sich treffen können und so ein bisschen, dass das Onboarding leichter gemacht wird. Und es gibt auch eine große Ausstellung und da gucken wir auch gleich mal drüber. So, wir haben gerade den Vortrag von Thorsten Schmidt von Maurer Rides gehört und den habt ihr auch schon mal bei uns in Videos gesehen, wenn wir dann auf der Messe Interviews gemacht haben. Und es war richtig cool, also erstmal das erste Mal vor so einer großen Menge gesprochen. War nicht nur so die Geschichte von Maurer Rides, aber die wurde aufgegriffen, aber auch seine eigene Geschichte und Entwicklung von Produkten, wie manche Produkte entwickelt wurden und ziemlich witzig, wie simpel die Idee kommt, wie man eine Attraktionsidee, die eigentlich nicht umzusetzen ist, dann doch umsetzen kann.
um das mal so zu beschreiben. Also richtig cooler Vortrag wieder mit witzigen, coolen, spannenden Informationen und wie bei allen anderen auch mit Fragerunde am Ende. Und jetzt geht's nach einer weiteren Pause, wo es Kaffee und Kuchen gab und wieder ein paar Brötchen. Es wird nur gegessen im Stundentakt, das kriege ich ja nie wieder raus. Ich glaube, jetzt ich kann nicht mehr. Simon Spitzbart. Und ja, was der jetzt erzählen wird, kann ich euch noch nicht sagen. Und ich kann auch noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil es alles neu ist. Das gleich dann mehr. Wattenbrockswetter. Simon Spitzbart, den habt ihr auch schon in den Videos hier gesehen, war früher im Phantasianer und ist da jetzt nicht mehr und hat aber, der Junge kann vortragen, da glaubt ihr nicht, berichtet aus dem Leben eines Themenparkmanagers. Sehr spaßig, sehr viel Interaktion, Aktion und kleiner Break, es gibt immer noch was zu snacken, aber es wird schon im Großen das Abendbuffet aufgebaut und dann gehen wir, glaube ich, jetzt gleich ins Quiz. Das FKF Quiz Convention Quiz mit Tobias. Ich höre mich vor allen Dingen auch. Ja. Ich höre mich selber nämlich nicht, das ist genau der Punkt. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen auf dem Weg zur Bühne falsch abgebogen. Ich würde einfach mal sagen, ich gehe mal zur Bühne und ihr bereitet euch schon mal mental darauf vor, dass dann gleich hier Pleiten, Pech und Pannen starten. Wie in jedem Jahr kriegen wir den Server garantiert wieder zum Abschmieren. Aber ich bin ja auch nicht vor. Also, wir sehen uns auf der Bühne. Können wir noch mal die PIN haben? 46017, glaube ich. 46017. Jetzt noch eine Teil. Hallo! Ja. Was hab ich denn damit zu tun? Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Gestern nach dem Quiz ging es natürlich wieder mal zum Essen und es gab das Abendessen und ja, Ausklang bis kurz vor Mitternacht, ja auch drüben, nicht so gemütlich wie hier die Location, die wir am ersten Abend hatten und hatten aber alle einen wunderbaren Abend, glaube ich, super viel Spaß. Austausch, Leute wieder getroffen, Leute kennengelernt und je öfter du das machst, desto mehr ist dieser Begriff Freundeskreis Kirmes und Freizeitpark e.V. wirklich ein Freundeskreis und ja, ein sehr familiäres, cooles Ambiente und vielleicht ist der ein oder andere gestern noch mal ein bisschen Sport machen gegangen oder ähnliches und jetzt geht's zum Frühstück und nach dem Frühstück starten wir mit, ich glaube, es gibt die erste Talkrunde, aber aus fachlicher Sicht zu Six Flags Qiddiya in Saudi-Arabien. Und dann geht's ums Engineering.
Und wir checken erstmal aus. So, wir hatten die kleine Talk-Gesprächs-Podiumsdiskussion ohne Diskussion. Und ja, es waren 3 Leute auf der Bühne neben Sven Lakemeyer, der das Ganze gehostet hat. Und wir hatten Leute, die im Vorfeld, bevor Six Flags Qiddiya in Saudi-Arabien aufgemacht hat, da sehr intensiv involviert waren. Und das TÜV-seitig sowie herstellerseitig mit spannenden Einblicken, wie das Ganze so gelaufen ist. Und anschließend kam Patrick Ondra und vom Ingenieurbüro Ondra. Und es ging so ein bisschen um Statik von Fahrgeschäften und wie das Ganze funktioniert, wie diese ganzen Sachen berechnet werden, wie komplex das ist. Mit einer großen Fragerunde, die auf jeden Fall ausgiebig genutzt wurde. Auch wirklich spannender Einblick, cool vorgetragen auch. Und ein paar witzige Anekdötchen auf jeden Fall dabei. Wir hatten wieder mal viel zu lachen. Und da müssen wir ja mal kurz Luft holen. Und es gibt wieder was zu essen. Also das DK Kongress Center möchte, dass wir alle nach Hause kugeln. Aber wir sind der FKF. Die schaffen es nicht, dass hier irgendeiner aufhört zu essen. Und jetzt gleich geht es weiter mit Werner Nowotny und Ride On. Also Ride On Nowotny. Und was das Thema ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber das hat Werner auch gestern noch nicht gespoilert. Jetzt werde ich euch das gleich erzählen. Müsst ihr dranbleiben. So Leute, ihr sitzt hier gerade im ICE und schneidet das Video, was ihr gerade seht. Wir waren gestern noch im Schwarzwald bei der FKF Convention. Jetzt sitzen wir im ICE nach Berlin und fahren zu VDV Connex. Und dabei ist mir aufgefallen, oder jetzt habe ich gerade gesehen, es fehlt ein Part, den wir recorded haben vor Ort. Und zwar den zu Werner Nowotny. Richtig spannender, interessanter Einblick. Aus dem Nähkästchen plaudern, aufs nächste Level gehoben. Es war aus dem Nähzimmer geplaudert. Also das ist auch bezeichnend für die ganze Convention gewesen, was sie ja schon immer war. Aber dieser war es extrem, dass einfach alles, was erzählt wurde, nicht diese Räume verlassen darf und wir gar nicht inhaltlich wirklich abholen können. Super gut gemacht. Also der hat schon mal vorgetragen, das hat man auch gemerkt und macht genau das, was er will und wo es ihm besser mitgeht. Und als nächstes kommt jetzt die Talkrunde Six Flags Qiddiya City aus Sicht der Besucher. Und da ist auch die Uschi mit auf der Bühne. Und Anita und Dennis und Brot. Und die erzählen ein bisschen aus ihrer Sicht, was da so war. Und dann geht es in dem normalen Video auch weiter. Wenn ich die Aussteller anspreche, 3D-Printed Rollercoasters kennt ihr alle, Florian, und das mit der Unterstützung auch von Tobi. Und haben wir ja einige schon gezeigt, checkt das auf jeden Fall mal auf Insta aus. Und das ist ein 3D-gedruckter Achterbahnzug. Hätte ich Platz, würde ich mir den zu Hause hinstellen, habe ich aber nicht. Ist doof. Das als kleines Beispiel. Dann sind noch ganz viele andere 3D-gedruckte Modelle mit am Start. Es gibt natürlich wieder den Tauschtisch. Es gibt den FKF-Merch-Stand. Lucky Looping sind mit ihren Klamotten am Start. Yannick und Jana sowieso mit den aus Metall oder aus Stahl gefertigten Achterbahnmodellen, also Schienenmodelle. Und es gibt eine riesige, große Sammlung von Achterbahnrädern zu bestaunen. Und ich hätte nicht gedacht, dass jemand mehr Achterbahnräder hat als ich. Außer vielleicht ein Park oder ein Hersteller, aber sonst krass, sehr, sehr krass und wirklich alles in allen Varianten dabei. Das einmal so als kleiner Mini-Überblick, wenn ihr sowas hier noch nicht gesehen habt, wie das bei all den anderen Conventions ja auch schon war.
Freunde der Sonne, ich habe ganz viel nicht erzählt, weil es Schlag auf Schlag ging nach der Pause. Und denn die kleine Talkrunde auf der Bühne zu Six Flags Qiddiya und ein bisschen drumherum, wo die Uschi auch dabei war. Und Anita und Dennis und Brot. Und es war auch wieder richtig cool. Und es hätte auch wieder länger gehen können als eine halbe Stunde. Also jeder Hiopai in diesem Verein hat auch genug zu erzählen, glaube ich. Und danach kam direkt die Pia Hennes vom Klotti Park, beziehungsweise Wild- und Freizeitpark Klotten ist der eigentlich richtige Name. Hat ein bisschen was über den Park erzählt, hat dann den Mario, der ist der Parkleiter und hat die Ahnung von der ganzen Technik später dazu geholt. Und ja, es war auch dann so eine Mischung aus Talkrunde und Fragerunde. Und nochmal ganz viele spannende Einblicke in den Park selbst, in das, was so aktuell passiert, in Sachen, die passiert sind, in Sachen, die passieren werden vielleicht. Der FKF ist ja auch dann in 2 Wochen da bei einem Event. Und danach gab es auch schon direkt die Preisverleihung vom FKF Award 2025. Der Verein verleiht ja immer einen Preis an die beste Neuheit in der Kategorie oder in den 3 Kategorien Kirmes Mobil, Freizeitpark, Attraktion, stationär und Achterbahn. Und auf der Kirmes ist es Phantom von Ordelmann geworden, KMG XXL, der Verein schaukelt gerne. In einem Park wurde es im Futuroscope in Frankreich, Monsieur Bermuda, das Rocking Boat von Mack Rides. Sind wir leider noch nicht gefahren, voll Bock drauf, sah auch richtig crazy aus. Und in der Kategorie Achterbahn auch ganz knapp, aber es ist Helios im Phantasianer Erlebnispark Schlosswaldchen geworden, ebenfalls Mack Rides, aber der Big Dipper von Mack Und dann war noch die Tombola, wo es die allerletzte Thermobecher und Zettelbox-Kombination überhaupt gab. Und es war kein Glückslos, wenn man das hatte, sondern es war auf jeden Fall, keiner wollte diese Nummer haben. Und Erleichterung ging durch den Saal, wenn es nicht deine Nummer war, die gerade gezogen wurde. Genau, das haben wir alles noch gehabt. Ich erzähle das auch gerade im Auto, weil wir den ganzen Merch noch eingepackt haben, unterwegs waren, Tschüss gesagt haben und dafür keine Zeit mehr war, das vor Ort zu machen. Aber wenn ihr Bock auf FKF-Convention habt, es kann noch nicht gebucht werden, aber ihr habt den Kanal abonniert, werdet das also mitbekommen, wenn es dann soweit ist. Wir sind wieder Ende Februar 2027 und diesmal in Tropical Island. Scheinbar hat der eine oder andere Bock da drauf. Und ja, wir fahren jetzt entspannt, wenn das so bleibt, 4 Stunden nach Hause. Und dann war es das schon wieder. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder hier auf dem Radio-YouTube-Kanal. Direkt hier wieder Tankstellenparty hier, weißt du, hier alle wieder unterwegs. Nächste.